Was, frage ich euch, hat der Kapitalismus je für uns getan? Er hat uns Wohlstand gebracht und Arbeitsplätze geschaffen, die Lebenserwartung erhöht und uns vom Joch der Feudalarbeit befreit. Okay, davon abgesehen, was, frage ich euch, hat der Kapitalismus je für uns getan? Er hat uns Bildung, Fortschritt und Gleichberechtigung gebracht. Und Frieden. Ach, Frieden. Halt die Klappe. Ich grüße euch. Soll ich's wirklich machen oder lasse ich's lieber sein? Naja, bei Ideologie habe ich es ja auch schon gemacht. Also, Kapitalismus. Ich habe es gesagt, Kapitalismus. Wenn ich es jetzt ein drittes Mal sage, dann kann es passieren, dass Karl Marx aus dem Hintergrund erscheint. So zumindest die Legende. Also, Kapitalismus. Was ist das und warum sollte er uns überhaupt etwas angehen? Und was hat er mit dem Tierkonsum zu tun? Ein gar nicht mal so weiser Mann hat den Tierkonsum definiert als eine Ideologie, in der Tiere zu Ressourcen und zu Waren degradiert werden. Ein weiser Mann aus Trier eröffnete sein Hauptwerk mit dem Satz: Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als ungeheure Warensammlung. Die Ware als Kernelement des Kapitalismus. Interessant. Eine Ware hat einen Gebrauchswert. Mit einem Zollstock kann ich etwas messen, mit einer Gitarre spielen und mit einem Messer schlachten. Oder ich kann Zollstöcke, Gitarren und Messer produzieren und dann tauschen. Dann hat die Ware einen Tauschwert. Und zack, haben wir Kapitalismus. Was ist Kapitalismus? Eine Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung mit 4 Hauptkriterien. Privateigentum an Arbeitsmitteln. Das Büro ist Eigentum der Unternehmerin und der Stall ist Eigentum des Firmeninhabers. Der Arbeitsmarkt ist frei. Menschen können ihre Arbeit kündigen und sind nicht gezwungen, eine bestimmte Arbeit anzunehmen. Sie sind also kein Eigentum anderer Menschen und keine Sklaven oder Sklavinnen. Ich kann heute Jäger sein, morgen Fischer und übermorgen YouTube-Star. Ob ich davon leben kann, ist eine andere Frage. Der Markt regelt im Allgemeinen die Verteilung der Güter. Kein Diktator, keine Tyrannin bestimmt, wer etwas bekommt. Das Ziel der kapitalistischen Produktion ist die Erzeugung von Mehrwert, nicht die Befriedigung von Bedürfnissen. Computer werden verkauft, um damit Gewinn zu machen. Kapitalismus bedeutet nicht, als Privatperson möglichst viel Geld haben zu wollen. Kapitalismus bedeutet, Wert zu produzieren mit dem Ziel, noch mehr Wert zu schaffen. Das Kapital ist eine Bewegung, ein Prozess. Karl Marx schrieb, dass der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen untergräbt: die Erde und den Arbeiter. Wen er nicht erwähnte, die Tiere. Ob wir nun für oder gegen den Kapitalismus sind, wenn wir seine Geschichte aus der Perspektive der Tiere schreiben, offenbart sich der Kapitalismus als das ungeheuerlichste und furchtbarste System, das jemals existiert hat. Die Verwertbarkeit von Tieren steht an erster Stelle. Das Credo lautet: Effizienzsteigerung bis in jede Zelle der Tiere hinein. Die Arbeitskraft der Tiere, die amüsierenden Affen, die herzerwärmenden Hunde, die pflügenden Pferde, die Produkte der Tiere, die ausgesaugten Kühe, die eierlegenden Hennen, die honigspendenden Bienen, die Körper und Körperteile der Tiere, ihre Häute, ihre Beine, ihre Organe, sie alle sind eine Ware im Kapitalismus. Der Kapitalismus erhebt sich auf dem Fleisch geschundener Schweine. Er erhebt sich auf den Knochen überzüchteter Hühner. Er erhebt sich auf den Qualen schreiender und verzweifelter Rinder. Er erhebt sich auf dem Leiden von Milliarden Individuen, die in der Mast Nummern haben und keine Namen. An jedem Tag, versucht euch das mal vorzustellen, an jedem Tag sterben mehr Tiere durch die menschliche Hand als in allen Kriegen der Menschheitsgeschichte zusammen. Was bedeutet Tierkonsum im Kapitalismus? Tiere sind eine Ware und wirtschaftlichen Interessen untergeordnet. Tiere sind Arbeitsmittel. Züchter und Züchterinnen verändern Tiere genetisch und optimieren die Körper der Tiere auf maximalen Ertrag, gestützt durch wissenschaftliche Forschung. Tiere sind nicht frei. Sie sind Eigentum einer unternehmerischen Person. Diese kann mit ihrem Eigentum weitgehend machen, was sie möchte. Die unternehmerische Person produziert nicht nur, um Bedürfnisse zu befriedigen. Sie nutzt und schlachtet Tiere, um damit Gewinn zu machen. Auf der einen Seite ist der Profit, auf der anderen Seite sind die Interessen der Tiere. Mehr Platz, Spielmaterial, Verzicht auf Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit, zum Beispiel Kürzen von Schnäbeln oder von Schwänzen und möglichst geringe Produktionskosten bzw. hohe Gewinne widersprechen sich. Dieser Widerspruch beschränkt sich nicht auf die konventionelle Haltung, also die Massentierhaltung, sondern ist jedem Betrieb zu eigen, der Tiere nutzt und tötet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt daran, zu konsumieren, zu konsumieren, zu konsumieren. Also keine Tiere, denn Tierkonsum ist irgendwie bäh. Und like das Video.
Mein Mikrofon ist kaputt. Ich brauche ein neues. Alles die Schuld des Kapitalismus. Weil es Menschen und Tieren im Kommunismus und im Sozialismus ja so viel besser ging. Außerdem ist das eine Schmiech und kein Zollstock. Als nächstes sagst du wahrscheinlich noch 8:45 und nicht 8:45, so wie das die Natur auch vorgesehen hat. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ich will nicht zurück zu Sozialismus und zu Kommunismus. Wie heißt es so schön? Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ein Haus, in dem wir leben. Dieses Haus modert und verfault. Die oberen Etagen leben auf Kosten der unteren und im Keller fristen Milliarden Tiere ein elendes Dasein. In diesem Haus möchte ich nicht wohnen. Was interessiert mich da, ob andere Häuser gleich schlimm sind oder schlimmer sind?